Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in diesem Monat stellen Angela von der Stempel-Familie und ich dir bei unserem Demo-Doppel die Produktreihe Glück am Haken von Stampin' Up! Vor. Letztes Mal gab es eine Kartentechnik. Heute zeigen wir die Ideen mit dieser Stanzform und wie man alle Teile davon auf einmal verwenden kann. Ich habe mich für eine Box mit Fächern entschieden. Hier ist oben aus die Außenform und innen drin sind die Innenelemente davon. Und die Box lässt sich jetzt nicht nur so wie hier für Angler gestalten, sondern auch kann man ganz vielfältig machen. Hier habe ich Designerpapier draufgeklebt, da könnte man so Krimskrams drin unterbringen. Oder, und die werden wir heute machen, mit so einem Magnetverschluss zum Öffnen. Ja, das sind so ganz verschiedene Ideen, was man damit machen kann. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. So, dann mache ich erstmal ein bisschen Platz. Hier habe ich noch ein paar Fische. Die habe ich ja schon beim letzten Mal ausgeschliffen. Aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das Stempelset brauchen wir vielleicht am Ende. Aber erstmal zu dem Material. Ich schreibe auch alle Maße unten in die Beschreibung vom Video rein. Das sind diesmal ein paar mehr. Und es kann auch sein, dass das Video heute mal ein bisschen länger ist. Aber ich würde mal sagen, die Schachtel ist das wert. Die macht wirklich Spaß zu basteln. Du brauchst dafür einmal Farbkarton für den Boden in 18,8 mal 21,8 und rundum gefalzt bei 4 cm. Für den Deckel ein Stück Farbkarton in 15 mal 18 cm und rundum gefalzt bei 2 cm. Dann ein Stück Fensterfolie und zwar in 13,8 mal 10,8. Ein Stück weißen Farbkarton. Ich habe meinen jetzt schon mal ausgestanzt. Ich halte einfach immer die Stanzform dran an das Schneidebrett und schneide dann ab. Kann auch anderer Farbkarton sein. Und wir brauchen alle Elemente, also einmal den Rahmen und die Innenteile. Wir wollen nämlich diese Innenteile auch unbedingt verwenden. Das wäre schade, wenn man die wegschmeißen würde. Und für die Fächereinteilung brauchen wir noch 4 Stück Farbkarton. Die sind jeweils 3,5 cm hoch und eins ist 17,6 cm lang, eins ist 8,5 cm lang und zwei sind nochmal 10,1 cm lang und die werden jeweils an den Seiten bei 2 cm gefalzt. Die lege ich jetzt erstmal beiseite. Das hier auch. Und wir fangen mit dem Deckel an. Ich habe meinen hier schon einmal vorgefalzt und gehe da jetzt noch mal mit dem Falzbein drüber. Das ist eigentlich eine ganz normale Box, aber der Deckel ist halt, ich stelle die mal hier so hin, ist halt, dass man durchgucken kann. So, das. Und jetzt nehmen wir diese Stanzform und legen die hier drauf und schieben sie gleich durch unsere Stanzmaschine und gucken, dass sie rundherum etwa den gleichen Abstand hat. Ich mache das jetzt hier einmal an der Seite bei mir. Also wichtig ist wirklich, dass sie rundherum ungefähr den gleichen Abstand hat. Dafür habe ich mir auch echt lange die Maße überlegt, damit das alles schön passt. Habe diverse gebastelt, diverse Boxen und jetzt bin ich doch sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. So, hier ist es jetzt. Die Elemente brauchen wir gleich. Und deshalb habe ich schon vorher einmal die Kanten gefalzt, weil es jetzt so ein bisschen labbrig ist. Die blauen Elemente brauchen wir nicht. Wir nehmen ja die weißen. Aber dieses Element brauchen wir. Und dafür legen wir jetzt erstmal den Rahmen beiseite und nehmen den Unterteil von der Box. Den falzen wir auch einmal rundherum die Falzlinien nach. Die sind ja bei 4 cm.
So. Und das ausgestanzte Element aus dem Deckel legen wir hier unten auch mittig hin. So, wer möchte, kann sich das gleich mit so einem Stückchen schwach klebenden Washi-Tape festkleben. Ich mache das nicht. Jetzt wissen wir nämlich exakt, wie wir unsere weißen Elemente platzieren müssen. Damit das ein bisschen besser zu sehen ist, nehme ich mal von meiner alten Box hier das ausgestanzte Element in wilder Weizen. Dann seht ihr das besser. So. Und dann kann ich jetzt nämlich hier meine Elemente auf den Boden einkleben und habe die genau passenden Abstände, wie sie dann oben hier im Deckel auch zu sehen sind. So, das passt, das gefällt mir vom Abstand. Dann halte ich das hier einmal fest. Setze das hier so quasi, schiebe ich das so an den Rand und klebe es dann einmal fest. Und das mache ich mit den anderen Elementen auch. So, das müsste hier hingehören, ja. Und dann haben wir nämlich schon den Boden gestaltet. Ich habe das auch mal gemacht, nachdem ich die Box, das gehört nicht hierhin, das gehört hierhin. Also ich habe das einmal bei meinen Versuchen gemacht, nachdem ich die Boxseiten schon hochgeklebt hatte. Das ging, war aber nicht so schön, muss ich sagen. Also besser jetzt machen, bevor man die Seitenwände klebt. So, einfach hier immer so gegenschieben. Passt das da sehr gut rein. Und wie gesagt, man könnte auch das weiß ausgestanzte Element nehmen oder das vom Deckel, aber jetzt hier kann man das von der Farbe sehr gut sehen. So. Und dann, weil ich das ja nicht festgeklebt habe, kann ich es rausnehmen. Und es ist exakt so, wie ich es haben möchte. Dann kann ich den Boden auch schon zusammenkleben. Und zwar, ich lege es so vor mich hin, dass ich hier die schmale Seite habe. Ich erkläre auch gleich, woran das liegt. Und schneide hier und hier und auf der gegenüberliegenden Seite die Falzlinien ein. Ich möchte nämlich, wenn die Box hochgeklappt ist, für mich ist das hier immer die lange Seite vorne und dann ist das hier ein bisschen hübscher, dass das mit der Kante so rumgeht. Ansonsten wird man hier so das sehen. Das finde ich nicht so hübsch. Deshalb mit der kurzen Seite voreinlegen und die 4 Schlitze machen und ganz schmale kleine Flügelchen daraus schneiden. Mache ich immer ganz gerne, weil die ja doch unten aufeinander aufliegen, damit die mir nicht oben drüber gucken. So. Das muss auch wirklich nicht breit sein, das kann ganz schmal sein. Hier unten setze ich bei 2-3 mm an und schneide einmal schräg hoch. So, habe ich alle 4? Ja. Dann drehe ich mir das um. Und in dem Fall nehme ich das doppelseitige Klebeband und klebe es einmal hier und hier. Also einmal direkt an der Kante und einmal an der Außenkante. Also an der Falzlinie und an der Außenkante. So, und bevor wir das jetzt zusammenkleben, mache ich mir noch eine Markierung, damit ich genau weiß, wo ich hinterher die Fächereinteilung hinklebe. Man kann das machen, indem man schaut, wo hier die Mitte ist. Also indem man sein Lineal so nimmt und guckt, dass das hier so mittig liegt. Ich habe es für mich aber ausgerechnet, dass es bei 6,1 ist und das ist nicht auf dieser Seite, sondern jetzt bin ich gerade selbst etwas irritiert.
Na, das waren andere. Also ich lege es mir hier mittig hin. Ne? So. Von der weißen Kante schiebe ich es ein bisschen höher. Ungefähr mittig ist. Und mache mir dann hier und hier, nicht bis ganz oben, eine Bleistiftlinie, damit ich da nachher meine Fächer einsetzen kann. So. Es ist je nachdem, wie man das klebt, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Das ist dann bei der Fächereinteilung so ein bisschen knifflig. Also vielleicht noch nicht gleich nachher die klebende Folie drauf machen, sondern erstmal reinsetzen und gucken. Im Notfall muss man noch ein bisschen nachjustieren. Das liegt daran, man wird das hier einfach nicht auf den Millimeter genau sagen können, wo soll es hin. Gut, dann kleben wir jetzt aber erstmal die Box zusammen. Jetzt haben wir ja die Markierung gemacht. Wer möchte, kann die auch für diese Seiten machen. So, und dann ganz normal wie eine Box hier schön gucken, dass Kante auf Falzkante kommt, festdrücken. Kann man auch mit Flüssigkleber machen, dann lässt sich es noch ein bisschen schieben. Das werde ich nachher beim Deckel machen, da finde ich das ein bisschen schöner. So, muss auch im Bild bleiben. So, die letzte setze ich schon mal nach innen. Hier wirklich wieder immer drauf achten, schön Kante auf Falzkante. Also das Projekt ist nicht aufwendig, ist nicht schwierig, es ist nur ein bisschen länger. Aber ich finde, das ist es wirklich wert, wenn man mal so eine kleine Krimskramskiste verschenken möchte. Und die lässt sich ja auch wirklich gut verwenden oder für sich selbst. Also ich kann mir gut vorstellen, ich werde da kleine Elemente reinmachen, kleine Bastelsachen, die ich aufbewahren will. Irgendwie Anhänger oder sowas. So, das ist schon mal der Boden. Dann gehen wir jetzt zum oberen Teil. Also jetzt zu falzen wäre hier so ein bisschen labil, deshalb haben wir das vorher gemacht. Dann nehme ich hier mein weißes Element und lege das hier rein. Dadurch, dass wir das in Blau exakt ausgestanzt haben, passt natürlich das Weiße auch super rein. Und jetzt nehmen wir doppelseitiges Klebeband und kleben über beide Farbschichten drüber. So. Das kann man ganz gut sehen. Ich hebe das gleich auch noch mal hoch. Gucken, dass man nicht ganz bis zum Rand kommt. Ja, schön drin bleiben. Wenn man die erste Seite hat, dann verrutscht das eigentlich auch nicht mehr. Kann ja nicht, ist dann ja schon fixiert. So. Ich mache das deshalb so rum, weil ich jetzt gleich die Fensterfolie hier drauf klebe. Und das lässt sich am besten, habe ich festgestellt, bei meinen ganzen Versuchen so machen, indem man die beiden Elemente ineinander legt und dann aufeinander dann die Klebefolie draufsetzt. So. Die nehme ich jetzt erst einmal ab. Hier schon. Man kann jetzt, wenn man möchte, mit ganz dünnen Kleber, mit einer dünnen Spitze hier nochmal die Linien lang fahren. Ich sau immer rum damit, deshalb lasse ich das. Sondern ich setze da jetzt einfach nur 2 Glue Dots drauf. Und zwar hier auf die, ja, wie heißt denn das hier? Wo die sich so treffen. Fehlt mir gerade das Wort. So, damit das einfach ein bisschen in der Mitte noch fixiert ist. So, ich das noch mal hoch, dann sieht man das auch ganz gut. Das doppelseitige Klebeband ist über dem blauen
Ist übrigens Abendblau und grundweißen Farbkarton zusammengeklebt. Hält dadurch und da sind auch noch mal 2 Klebepunkte gesetzt. Und jetzt nehme ich meine verschwundene Fensterfolie hier, putze die noch einmal. Die ist ein bisschen kleiner als hier die Falzlinien. Mal schön gucken, dass man die mittig sauber dazwischen setzt. Ja, nicht so ganz. So. Und dann von einer Seite zur nächsten rüber, damit sie nicht außerhalb der Falzkanten ist, weil wir die halt gleich noch mal an den Stellen noch mal nachfalzen. So, ordentlich festdrücken. Die beiden Punkte in der Mitte auch. Und dann sieht man, spiegelt sich das. Ich falze jetzt noch einmal nach zur Sicherheit. Aber meine Fensterfolie ist wirklich schön mittig drin. Und setze jetzt auch den Rahmen zusammen. Den Deckel, nicht den Rahmen. Den Rahmen haben wir ja schon. Und zwar auch wieder die schmale Seite vor mich, weil ich das wieder so haben möchte wie vorhin, dass die vordere Kante umschlägt und da nicht diese Kante zu sehen ist. So. Mache ich erst einmal bei allen Vieren das. Dann schneiden wir gleich noch ein bisschen mehr weg, weil wir ja den Deckel einsetzen möchten, dass er zum Aufklappen ist als Klappbox. Also man kann es halt entweder so wie hier zum komplett öffnen machen oder man macht es hier, dass man hier die hinten fixiert und vorne mit Magnetverschluss macht. So. Dafür schaue ich jetzt, was ich vorne und hinten liegen haben möchte. In dem Fall, ich zeige es hier einmal, habe ich die 3 großen Felder auf dieser Seite, quasi hinten, wo der Deckel befestigt ist, und auch oben, weil sonst würde es ja die Fächer nicht einheitlich darunter liegen. Und darauf achte ich jetzt auch. Diesmal möchte ich die beiden länglichen haben. Das heißt, ich möchte es so rum haben. In dem Fall schneide ich auf dieser Seite die Flügel komplett ab und zwar noch so 2-3 mm weiter rein. Und schräge das Ganze hier auch noch ein bisschen an, damit die Box sich gut schließen lässt. 2-3 mm weiter rein, weil ich es nicht von außen festkleben möchte, sondern von innen. Dafür setze ich jetzt hier doppelseitiges Klebeband 2 Streifen drauf. Ich schön gucken, dass es bis zum Rand geht. Das ist jetzt so ein bisschen knifflig. Ich habe mir die so aufgestellt. Schiebe mir die hier dann, das sogar so rum. Schiebe die so vor mich rein. Gucke, bis die Falzkante da ist. Und drücke es dann an. Und zwar indem ich es umdrehe und da von dort festdrücke. So, dann möchte ich hier den oberen Teil vom Deckel noch geschlossen haben. Das sieht ja sonst ein bisschen blöd aus. Da nehme ich jetzt wirklich den Flüssigkleber, weil es für mich einfach zum Schieben geht und weil ich auch nicht so ganz kleine Stücke reißen will von dem doppelseitigen Klebeband. So, eine Seite ordentlich festdrücken. Jetzt kann man es ja noch ein bisschen schieben, aber auch wieder darauf achten, Kante auf Kante. Hier schon mal die andere Seite. Drücke ich hier ordentlich fest, weil der Kleber auch wirklich gut hält. So. So, und dann sieht man hier, das ist so ein bisschen, sonst wird das hier gegenstoßen, deshalb habe ich es hier so ein bisschen angeschrägt. Das ist das eine. Dann können wir es wieder aufklappen. Und jetzt kommen die Innenelemente. Dafür nehme ich hier meine vorgeschnittenen Streifen und knicke die einmal nach hinten
und nach vorne um. Nach hinten und nach vorne. Und dort setze ich jetzt gleich Klebestreifen drauf. Und zwar, ich drehe mir die dann immer noch einmal. Auch wieder hier so 2 Streifen. Sozusagen einmal oben, einmal unten. So. Und auf der Rückseite, dass sie so eingeklebt werden kann. Das mache ich dann jetzt einmal bei allen schon mal. Okay, hier sieht man, ist mir ein bisschen drüber gegangen, aber das macht nichts. Wenn ich das nachher abschiebe, schiebe ich das einfach rüber und dann passt das wieder. Also da sieht man nichts von dem Kleber nachher. So, und das letzte Element auch noch. Ich fange mit dem ganz langen Element an. Man kann auch mit Flüssigkleber arbeiten. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe nichts gefunden, was wirklich schön für mich ist. Aber wenn man eine ruhige Hand hat und weiß, mit welchem Kleber man am liebsten arbeitet, denke ich mal, kriegt man das hin. So ordentlich andrücken, damit das jetzt nicht gleich kommt. Jetzt gucke ich hier, wo sind meine Markierungen. Und setze diese Falzkante an die Bleistiftlinie an. Gehe damit bis nach ganz unten. Und dann gucke ich auf der anderen Seite, wo ist meine Bleistiftlinie, und setze es dort auch an. Dann drücke ich das hier ordentlich fest. Und ich sehe, diese hier ist mir nicht so ganz gelungen, deshalb steht das jetzt hier so ein bisschen weiter auf denen hier. Da muss man also wirklich gut gucken. Dann nehme ich das kleine Element für hier oben. So, und je nachdem, wie man das jetzt halt unten eingeklebt hat, kann das ein bisschen verrücken, aber insgesamt sind die meist ganz gut. Hier ist dieses Klebestück, was ich sagte. Das drehe ich einfach nach innen und schon ist es weg. So. Also ich falte mir die so ein bisschen zusammen, halte die quasi an 2 Fingern fest. Setze das hier unten bis nach ganz unten. Schau, dass es mir hier an der Außenwand ganz gut ist. Und drücke es dann gegen den Mittelsteg. Und dann einfach wieder schön festdrücken. So. Und ich gucke mal, aber ja, die passen von den Maßen. Und da achte ich jetzt drauf, dass ich sie beide in die gleiche Richtung setze. Weil wenn ich sie, ja, einen Moment, dass man es auch gut sieht. Wenn ich sie jetzt so setzen würde, dass die beiden aneinander stoßen, dann würden die sich überlappen. Das ist blöd. Deshalb gucke ich, dass sie so in der gleichen Richtung eingeklebt werden. Also ich bin echt schön, dass dieses Stanzform, dieses Layout gibt, dass man so Layout-Techniken machen kann. Finde ich richtig toll, hat richtig Spaß gemacht, mir da die Maße zu überlegen und zu gucken und zu tüfteln. Und ich hoffe, du hast da genauso viel Spaß dran und zeigst das dann auch mal. Gerne unter dem Hashtag Demo-Doppel, da freuen Angela und ich uns immer. So, wieder wie vorhin. Wir nicht die ganzen Daumen festkleben, nur ein bisschen. Einsetzen. Mittig zwischen den beiden Feldern. Erste Seite festkleben, zweite Seite festdrücken. Ja, wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn man was zeigt, wenn man was nachbastelt.
Dann wissen wir auch, haben wir was richtig gemacht. Macht Freude. Das wird uns wirklich freuen mal. Ja, und wenn du noch andere Ideen hast, was du mal sehen möchtest, was ich basteln soll, schreib mir gerne in den Kommentaren. Freue ich mich immer drüber. Oder schreib mich auf Instagram an. Meine Daten findest du in der Beschreibung. Wenn ich irgendwas Bestimmtes mal zeigen soll als Technik, mache ich gerne. So, fast fertig. Die Boxen sitzen, die kleinen Fächer. Noch nicht windschief wie bei meiner ersten Box, muss ich sagen. So, und dann wollen wir jetzt noch Magneten befestigen. Solche so kleine Magneten. Und zwar setze ich den hier oben von innen an. Ziehe die zweite Folie ab. Das ist jetzt ein bisschen knifflig, aber nicht viel. Schiebe es hier drüber, dass die Box wirklich geschlossen ist. Und dann reibe ich hier drüber, damit es hält. Was sie natürlich nicht tut gerade. Danke, Vorführeffekt. Ordentlich reiben. Und hebe es hier ganz vorsichtig auch an dieser Stelle ab. Dann ist es auch kleben geblieben. Dann drücke ich sie nochmal beide schön fest. Und die Box lässt sich schließen. So, jetzt kann man sie noch verzieren, wenn man möchte. Ich mache das jetzt mal nicht heute. Aber man könnte hier die ausgestanzten Elemente für hier oben zum Beispiel nehmen, ein oder zwei davon. Oder man macht zum Beispiel eine passende Karte. Also ich habe ja noch ziemlich viele von diesen Rahmen. Dies könnte man dann auch so hier reinlegen und verschieden bestempeln und auf eine Karte aufkleben. Auch eine sehr schöne Idee. Also es lässt sich wirklich viel damit machen, wenn man die Teile an die richtige Stelle legt. So, ja, das ist meine Idee für heute. Also entweder die Box mit Fächern mit Klappdeckel, oder Box mit Fächern mit abnehmbaren Deckel. Der abnehmbare Deckel ist genau wie dieser, aber man klebt einfach alles rundherum fest und setzt ihn dann drauf. Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen und du bastelst das mal nach. Zeigst uns das. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Eine Sache haben wir diesen Monat noch beim Demo-Doppel, beziehungsweise, ja, diesen Monat wird ein bisschen knapp, aber ein Finale haben wir noch. Freu dich drauf, sei gespannt, was wir da noch zusammen machen. Und nächsten Monat geht es dann weiter beim Demo-Doppel. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.